Digitalpianos der Mittelklasse. Wir schauen uns das Kawai CA501 an, das sich im unteren Mittelfeld der aktuellen CA-Serie von Kawai befindet. Es gibt hier viele Ähnlichkeiten zum kleineren Modell CA401, aber auch zum nächstgrößeren Modell CA701. Also ich würde sagen, wir hören erst mal rein. Alles klar. Ich würde mal sagen, das perlt mal wieder, Yassin. Ja, danke. Das, ja, es ist sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen, wie das CA401, das wir uns auch angeguckt haben. Und ja, es ist auch kein Wunder. Die Tastatur ist die gleiche. Es sind die gleichen Klänge da drin. Hier haben wir ein paar mehr Klänge. Das ist natürlich das nächst teurere Modell. Ja. Und da ist ja von allem etwas mehr drin. Mehr Recording-Möglichkeiten gibt es. Ja. Jetzt muss man aber auch diese Nähe zum nächstgrößeren Modell sehen. Und ich würde dann erstmal so einen Unterschied zeigen, nämlich was die Tastatur betrifft. Das Schöne an dieser CA-Serie ist ja, dass wir diese Holztastatur haben. Und das ist eine echte Holztastatur. Nämlich, ich hole die mal hier hervor. Wenn wir uns das hier angucken, da haben wir halt diese Echtholztasten, die über einen Waagebalkenschiff geführt sind. Das ist wirklich aus der Klavierbautechnik. Und hier gibt es dann diese Hammermechanik. Das sind Gewichte, die oben anschlagen auch. Die sind nicht unbedingt an der Tonerzeugung beteiligt. Das gilt mehr dem Spielgefühl, dass es eben authentischen Klavieranschlag hat. So, das ist bei CA401 und CA501 die Tastatur. Und ich halte jetzt noch mal dagegen die Tastatur. Vielleicht stellen wir das mal hier rauf. Ja. Da gibt es dann noch eine andere Tastatur. Das ist diese Grand Feel Compact Tastatur. Und hier haben wir die Grand Feel 3. Das ist dann die Tastatur, wie sie in CA701 und CA901 ist. In den Top-Modellen sozusagen. In den Top-Modellen, genau. Und das ist augenscheinlich genau das Gleiche. Ja, oh Wunder, es funktioniert auch genauso. Aber hier ist dieses Element länger. Also hier hat man einen ganz anderen Winkel nochmal. Wenn wir die dagegen halten, vielleicht können wir das so machen, dann kann man das auch genau sehen, dass diese Tastatur, müssen wir den auf, ja genau, da kann man das schon sehen, dass diese Tastatur länger ist. Ja. Und das spürt man vor allem in der Dynamik, wenn man hier an diesem Punkt spielt. Wenn man Pianissimo spielen will, dann fühlt sich das anders an. Kannst du gerne mal die Probe machen. Oh ja, das ist aber ganz anders, ja. Krass, ja. Das ist eigentlich ein kleines Detail, macht aber hinterher sehr viel aus. Okay. So, und das, das muss man einfach mal gesehen haben. Ist vielen nicht klar. Weil andere Hersteller schreiben ja auch Holztastatur dran. Es ist aber keine wirklich durchgehende massive Holztaste, sondern eben eine konventionelle Digitalpiano-Tastatur, wo eben diese Hammermechanik nach unten gefaltet ist. Und es sind dann so an den Seiten Holzelemente verbaut, sodass das Anfassgefühl holzig ist, aber drin ist eigentlich Kunststoff. Ne? Ziemlich interessant, ja. Das bedeutet nicht, dass die schlechter sind oder dass sie sich schlecht spielen. Es gibt auch sehr gute Tastaturen da, das haben wir ja auch immer wieder gesehen. Ja. Aber man sollte diesen Unterschied einfach kennen, finde ich. Gut, schauen wir uns noch die anderen Klavierklänge an. Dafür gibt es auch hier die App, kennen wir auch schon vom 401 oder auch überhaupt von allen Kawai-Pianos, die ist kompatibel, gibt es für iOS und Android. Und da haben wir hier den Competition Grand und gleich den nächsten EX Concert Grand. Ja, der ist schon deutlich brillanter. Ja. Was haben wir noch? SK5. Das ist so ein kurzer Flügel. Bisschen so dezenter von allem, ne? Ja. Aber auch sehr nett. Ja, wunderbar. Und ein Uprights-Piano haben wir noch. Also auch cool. Sehr cool. Ich muss immer wieder bemerken, dass du es so einfach so aus dem Hut spielst. Ja, manchmal klappt's, ja. Dich kann man auch wecken. Und dann kommt es so zack, ja. Der Klavierwecker. Unglaublich.
Was wollte ich noch zeigen? Genau, andere Sounds. Wir haben noch andere Sounds. Paar E-Pianos. Paar E-Pianos, garantiert. Genau hier in der Liste tauchen die dann auf. Tiny Electric Piano. Ja, sehr cooles Fender Rhodes. Und ein Wurzel. Das ist cool. Auch sehr schön mit dem Tremolo-Effekt. Super gut. Das macht Spaß zu spielen. Ist doch schön dynamisch. Ja. So, Modern Electric und dann gibt es Jazzorgeln, dann gibt es Kirchenorgel und Marimba, Vibraphon, alles. Alles, was so im Standard... Wunderbar. Das bringt uns gleich hier zu der nächsten Sache. Das ist die Dualfunktion, wo man dann eben Sounds übereinander legt. Der Klassiker akustisches Klavier mit Strings. Wunderschön. So, man könnte jetzt noch andere Kombinationen probieren, wie zum Beispiel legen wir ein Electric Piano und Akustikpiano zusammen. Das ist ganz dezent, ne? Nur so sehr Intervall, dezent. ne? Aber man kann die Balance hier auch einstellen. Ah ja. Aber es ist cool mit der... Sogar Es ist sehr angenehm schönes Ausdrucksmittel. balanciert, ja. Ja, wunderschön. Gut. Eine Split-Funktion gibt es auch, kann man links Kontrabass und rechts Klavier spielen, ist alles dabei. Es gibt den Virtual Technician mit den Einstellmöglichkeiten für den akustischen Klavierklang. Das ist besonders an den Kawai-Pianos, finde ich. Das ist immer noch herausragend, diese Funktion, dass man eben ein Voicing hat, um dann das Klangverhalten, also der Klangcharakter bleibt bestehen von dem Sound, aber man kann eben andere Aspekte hervorbringen. Er kann perkussiver werden, er kann weicher werden. Das ist wirklich einzigartig gemacht. Gute Aber Sache. eine Sache fehlt noch. Das wäre? Der Klassiktest. Oh je, der Klassiktest. Wir machen den Klassiktest. Der Klassiktest, ich erkläre es immer wieder gerne. Ich bin kein Klassikexperte, nutze aber diese Diabelli-Variation ganz gerne, um verschiedene Aspekte vom Klang hervorzuspielen, um den Eindruck zu bekommen. Und das ist erstmal dieser Diabelli-Walzer, der wird mit etwas Schmackes gespielt. Ganz sauber, aber ja, also auf jeden Fall mit dem Sound stimmt alles. Auf jeden Fall, Auch mit der Tastatur, Ja. darauf spielt es sich wunderbar. Vor allem, das kann man super gut rausspielen. Ja. Also das hat man sehr gut unter Kontrolle. Jetzt mal die etwas weicher gespielte Variation von Schubert. Das Pianissimo kann man super ansteuern. Sehr fein, hierüber. Ja, wunderbar. Funktioniert klasse. Klassiktest bestanden, würde ich sagen. Würde ich sagen. Also keine weiteren Fragen. Ja, da können wir schon zusammenfassen. Das ist ein mehr als solides Digitalpiano für Einsteiger und Fortgeschrittene. Auf jeden Fall. Edel für den Anfänger. Ich möchte auch noch mal hier auf diese Lautsprecher zu sprechen kommen, weil das ist ein Feature, wir haben ja gesagt, es ist ein bisschen vom 401 und ein bisschen vom 701. Dieses Lautsprechersystem ist also dem schon entliehen, also dem nächsten Modell. Das ist dieses 360-Grad-Diffuser-Modell und man merkt das auch beim Spielen. Das ist, finde ich, auch ein Unterschied, wenn man beide jetzt im Vergleich hat. Ist es etwas voluminöser als das 401? Das ist auch dein Eindruck, Ja, ne? es kommt hier ein bisschen mehr rüber. Die Lautsprecher sind tatsächlich ein bisschen besser. Und ja, ich würde fast sagen, es macht eher Sinn, wenn man viel mit Lautsprechern spielt und sich das zu Hause gerne so anhört, dann eher zu diesem Modell zu tendieren. Ja, Ja, das denke ich auch. Wobei dann noch ein anderer Gedanke wäre. Nämlich ist der Preisunterschied vom 501-Modell zum nächstgrößeren 701 dann auch gar nicht mehr so riesig. Der ist also zum Zeitpunkt dieses Tests 100 €. Okay. Und das ist ja hat gar mich auch nichts. sehr überrascht. Also Ja. das finde ich schon, da würde ich dann in jedem Falle sagen, gleich zum größeren Modell, weil man hat eben auch noch mal diese größere Grandfield 3 Tastatur. Den Unterschied haben wir ja eben gesehen.
Das spielt sich dann nochmal anders und auch wegen einer anderen Sache. Da ist dann diese SKEX Rendering Klangerzeugung drin, die nochmal mehr hochauflösendes Seitenresonanz-Simulation hat. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, da ist man dann bei diesem Unterschied von gerade mal 100 Euro, das ist gut investiert, würde ich sagen. Also genau angucken, wie die Preise sind Ja, und auf jeden Fall. was man genau braucht und wie viel man dann ausgeben will. Aber es macht dann wirklich nicht mehr viel aus zum nächsthöheren Modell. Ne? Ja, das kann ja sein, dass sich diese Preise immer wieder ändern. Hier kann man schon gar nichts Falsches machen. Ja. Aber wenn der Unterschied dann wirklich so klein ist, wir sind ja da in der Preisklasse bei knapp unter 3.000 Euro, dann würde ich sagen, gleich zum größeren Modell. Ja. Da hat man noch mehr davon.